Heute ist der 30. 30. Oktober 2025. Gut. Okay, es geht weiter mit dem Talmud Emanuel, Kapitel 5, die Belehrung auf dem Berg. Gut. Ich lese kurz ein paar Sätze vor. Und zwar lautet der 4. Satz: Seiet selig, also ihr Leid traget. Daraus erkennet die Wahrheit, ihr seid getröstet. Und der 7. Satz lautet: Seiet selig, also ihr den Gesetzen und Geboten folget, ihr lebet nach der Ordnung der Schöpfung, in Klammern nach dem Schöpfungsplan. Und du erklärst dazu: Selig bedeutet ein Zustand von beglückt sein, beschwingt sein, aufgeweckt sein, froh sein, entzückt sein, freudig sein, fröhlich sein, aufgeräumt sein, beruhigt sein, glücklich sein und bezaubert sein. Und der erste Satz halt: Seid selig, also ihr Leid traget, daraus erkennet die Wahrheit, ihr seid getröstet. Viele bringen das ja schon zum Ausdruck, auch in Briefen, dass sie sich so, als ob sie zur Wahrheit oder auf den richtigen Weg gefunden haben, der eben ohne Widersprüche ist. Aber in unserer Welt ist es halt noch so, dass eben die Lüge dermaßen dominiert, dass das, glaube ich, für viele schwierig ist, darüber selig zu sein. Wir haben keinen anderen Ausdruck als selig, wo Menschen das aber aus den Religionen heraus falsch verstehen. Sie interpretieren als das, was von einem Gott her kommt, wo glücklich machen soll und so weiter und so fort. Und zugleich für alle Zeiten, auch nach dem Sterben, nach dem Tod, soll weiter wirken. Und das ist nicht der Fall, dass es eben religiös kann ausgelegt werden, was in Wirklichkeit ist, dass der Mensch sich selber zufriedenstellt, glücklich stellt oder wie will man dem sonst sagen, wo er sich in dieser Art und Weise formen tut, dass er innerlich zufrieden ist, also mit sich selber zufrieden ist, mit allem zufrieden ist, was rundum geht und läuft, wo in der richtigen Form und richtigen Art und Form ist. Das ist eigentlich zu verstehen unter dem, was selig ist. Es hat nichts mit der Religion zu tun. Es hat einfach mit dem Mensch, mit dem Zustand selber zu tun, mit seinem Denken, seinem Fühlen, seinen Emotionen und so weiter und so fort. Das ist der Zustand, wo der Mensch eigentlich das Wort selig brauchen müsste. Und nicht irgendwie auf religiöse Art und Weise verstehen. Das macht es natürlich schwierig, wenn dieses Wort schon so religiös belegt ist. Ja. Ja. Also auch wieder ein Prozess, der dann über Generationen geht, dass das sozusagen nicht mehr falsch indoktriniert wird, oder beziehungsweise eben falsch gelehrt wird. Das ist genau das. Dann von Alters her wird das Wort selig im Deutschen, im Altdeutschen wird das schon gebraucht. Und das ist eigentlich das, wenn der Mensch gestorben ist, oder? Er ist bereits selig. Oder? Und das selig bedeutet nicht einfach, er ist gestorben, er ist tot, er ist nicht mehr auf der Welt, sondern
dass er auch im Jenseits, so wie die Religion das, die Religionen das lehren tut, oder misslehren tut, dass er dort auch zufrieden und so weiter soll sein. Ja, Und das ist eigentlich grundsätzlich falsch, denn der Mensch muss während dem, dass er leben tut, existieren tut, muss er schaffen in sich hinein, dass er das wird, was selig ist, oder wo er darunter versteht tut, unter selig, also zufrieden, ausgefüllt, aufbauen, oder mit dem willst du sagen, ja, wo er sich glücklich schätzen tut und zufrieden ist und so weiter und so fort. Da kannst du das Wort selig dann brauchen. Es ist zwar grundsätzlich eben ein religiöser Begriff von alters her, aber man kann ihn einfach weltlich auch brauchen für das, was dann im Mensch vorhanden ist. In seinem Zustand, in seinem Zustand von seinen Gedanken, von seinen Gefühlen und Emotionen und so weiter. ja. Gut, lese ich weiter. 12. Satz. Seid also fröhlich und getrost, euer Leben heute und das Leben eures nächsten eigen, in Klammern eure nächste Persönlichkeit, lohnet es euch wohl, denn also habeten die Wahrheitsschmähenden verfolget, die Propheten, die vor euch lehreten, und also tun sie auch euch, so ihr verfolget und verleumdet und zu Meucheln gesuchet werdet. Meucheln ist heimtückisch ermorden. Ja. Und was da interessant ist in dem Satz, wenn du darüber nachdenkst, von dem ist nämlich schon die Rede, dass es keine Wiedergeburt gibt. Sondern es ist bereits da die Rede von der nächsten Persönlichkeit. Ja. Das, ja, wie du es ja auch lehrst. Und aber es sind ja nicht nur die Propheten, die verfolgt werden, sondern auch Ja, Propheten sind. die Anhänger. Ja, Propheten, zuallererst müssen wir mal von dem reden. Propheten, das sind eigentlich Menschen, die in Zukunft etwas sagen, wo soll etwas passieren. Wo also durch eine Zukunftsschau wirklich kann wahr werden, oder wo der Mensch zusammenfantasiert oder ausrechnet, was passieren tut aus dem und aus jedem raus, wo der Mensch begeht oder sagt oder irgendwie auf diese Art und Weise, wo aber der ganze Dings kann echt sein oder falsch sein, wo eine Voraussage kann stimmen oder nicht kann stimmen, wo also kann zutreffen oder nicht zutreffen. Oder? Das ist das. Das ist der Prophet. Der hat nichts zu tun eigentlich mit der Lehre vom Nokodemion oder sonst einer Lehre irgendwie, wo etwas lehren tut, oder? Und das andere ist ein Künder. Der, wo eine Lehre bringt, der tut sie verkünden. Und das ist ein Künder. Und nicht ein Prophet. Und das wird von alters her wird das falsch ausgelegt. Bis in die heutige Zeit. Da heisst's ja, das ist ein Prophet, weil der das und dieses und jenes sagt. Das stimmt also nicht. Er ist kein Prophet, er ist ein Künder, ein Lehrer.
Und ein Lehrer ist ein Künder. Er verkündet das, was er lehren tut. Und das ist ein Unterschied zwischen Prophet und Künder. Ja, dann wäre es eigentlich besser, den Ausdruck Künder häufiger zu verwenden. Richtig. Obwohl du natürlich auch Prophezeiung und Vorhersagen Ja, das hat hast. aber, Aber ist ja nur ein das ist Aspekt. aber wieder etwas ganz anderes. Das hat nichts mit dem Künder zu tun. Ja. Ein Prophet, der tut Sachen eben voraussagen. Ob sie dann stimmen oder nicht stimmen, das wird sich dann erweisen. Oder? Normalerweise ist ein Prophet das, wo Zukunft kennt, die gesehen hat, vielleicht durch das, wo er berechnet tut und so weiter und so fort. Oder ob das selber durch eine Zukunftsreise oder durch einen Traum und so weiter stattgefunden hat. Das ist etwas ganz anderes. Und ein Künder, wie gesagt, ist nur das ein Mensch, der lehren tut, der künden tut. Ja, und die also jetzt seitenanzahlmäßig, die Prophezeiungen sind ja nur ein kleiner Teil. Das ist Von nur dem, was du ein kleiner Teil vom Ganzen. Wenn jemand etwas lehren tut, oder künden tut, wie man sagt, eben künden, kann er natürlich sagen, alleine durch Berechnungen, wenn du das nicht ändern tust, was du gegenwärtig verkehrt machst, dann ergibt sich das daraus. Dann ist das Resultat also das, was du erarbeiten tust. Es kann negativ, es kann positiv sein. Oder? Es ist aber nichts anderes als eine Voraussage. Also eine Prophetie. Eine Prophetie ist ja nichts anderes als eine Voraussage. Ja. Mhm. Jetzt Und die kann eigentlich jeder Mensch. Jeder Mensch kann das machen, oder? Der kann sehen, wie der andere handelt und dem sagen, schau mal, wenn du das weitermachst, dann gibt's das und das daraus. Das ist ganz sicher. ja. Oder? Ja, da kann man Da muss man nicht ein spezieller Mensch sein dazu. Nur ein bisschen denken, ein bisschen beobachten und selber denken. Und dann kannst du beurteilen, was sich daraus ergeht tut oder nicht daraus ergeht tut und so weiter und so fort, oder? Muss also nicht speziell ein Prophet sein, wie das rund um die Welt herum heisst. Ein Prophet. das Wort ist sehr religiös belastet. Es ist sehr religiös belastet, von alters her schon, leider. Und der Mensch macht sich auch leider keine Gedanken darüber, was ein Prophet wirklich ist, was eine Prophetie wirklich ist, dass das einfach eine Voraussage ist von dem, was zukünftig will sein oder sich ergehen tut. Nachdem, wie der Mensch handelt oder wenn er eine Sache angeht, wenn er sie angattigt und so weiter und so fort. Mhm. Ein Prophet ist nichts anderes als ein normaler Mensch, wenn ein Künder auch ein normaler Mensch ist. Wir haben Künder, das ist das, was gelernt wird als Lehrer in einem Studium, ein Lehrerstudium. Er ist nachher Künder. Er ist Lehrer. Ein Künder ist nichts anderes als ein
Künden ist nichts anderes als Lehren. Oder? Ja. Er verkündet einfach etwas, wo er weiß, wo er gelernt hat und so weiter und so fort. Oder wo er denken tut, das ist richtig oder es ist falsch und so weiter und so fort. Es ist also nicht ein besonderer Mensch. Er hat einfach vielleicht ein bisschen mehr Wissen, er denkt vielleicht ein bisschen mehr weiter. Oder wie man sagt, er hat ein bisschen mehr Grips als andere und so weiter und so fort. Oder? Aber es ist ein normaler Mensch, genau wie der Prophet ein normaler Mensch ist. Er ist nichts Besonderes, er ist nichts Spezielles, er ist genau wie ein Lehrer, ein Künder, nichts Spezielles, ist ein ganz normaler Mensch. Er hat sich die Fähigkeit angeeignet, das zu machen, durch das, was er denken tut, oder durch das, was er lernen tut, oder? Und dann weiss er's, und das gibt er weiter, das kündet er, das lehrt er, oder? Oder er lehrt das und dieses und jenes, was sich aus dem und dem ergibt, und dann ist er halt das, was man sagt, prophetisch. Ja. 14. Satz. Ihr seiet das Licht der Welt und bedenket, es könnet die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verberget sein. Zündet auch nicht ein Licht an und stellet es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, also leuchtet es jedem, der im Hause und in der Gegend einhergehe. Ja. Und das bedeutet, dass der Mensch, was er lernen tut, nicht einfach für sich alleine soll brauchen, stellt das Licht hin, damit es gesehen wird, dass es auch rundum erleuchtet wird, dass andere das sehen und andere das lernen. Und die Stadt, die auf dem Berg ist, man sieht die, man kann die angehen, man kann dort herlaufen, man kann dort fragen, man kriegt Auskunft und so weiter und so fort. Das ist alles einfach ein bisschen durch die Blume gesagt, wie man so eben sagt. Oder? Es ist durch die Blume dargelegt, aber man muss halt gleich selber denken dabei. Nicht einfach entgegen ungläubig sein, sondern man soll das, was man dann hört, vom Künder oder vom Prophet oder wie man denn dann sagt, oder dass man da selber darüber nachdenken tut und seine eigenen Schlüsse daraus zieht und schaut, ob das richtig oder verkehrt ist und schaut, dass man das dann richtig machen tut. Es ist halt alles ein bisschen durch Blume gesagt, oder? Wie das im Leben eben auch der Fall ist, oder? Du redest manchmal sehr weg, wo die anderen denken, was hat er echt gemeint damit, oder? Und dann müssen sie halt selber darüber nachdenken. Ja, wenn ich das lese, dann denke ich halt zum einen, dass ich ja auch da lange gebraucht habe, um jetzt zum Beispiel den Kanal zu machen, weil eben, wie wir davor schon gelesen, also ich habe jetzt nicht Angst, so ermordet zu werden oder so, aber ich weiß auch von einigen einige in der FIGO, die könnten ja auch so eine Art, ich sag jetzt mal, Öffentlichkeitsarbeit machen. Ja, tun sie aber nicht, weil sie halt nicht angefeindet werden wollen. Oder eben, allein der Gedanke. Weil dann die Angst vorhanden ist, oder? Ja. Da haben viele Menschen Angst, das zu sagen, was sie denken oder was sie fühlen. Und das ist auch wieder ein Punkt, wo der Mensch halt muss überwinden. Oder? Was auch von außen kommt, das darf niemals stören, dass man etwas nicht macht, was richtig ist. Auch wenn Gefahr ist von außen her oder Strafe ist von außen her und so weiter und so fort. Man muss halt das richtig sehen, man muss es halt
so machen, wie es dann richtig ist. Man muss halt dann auch reden darüber, notfalls. Man muss das und dieses machen, was richtig ist. Man darf nicht einfach Angst aufholen und bröteln lassen in sich hinein. Und dann wird sie immer grösser und der Mensch unternimmt nichts. Und dann versucht er praktisch gegenüber der Umwelt, versucht praktisch in sich selber, wird still und getraut sich nicht mehr. Verliert Selbstinitiative und so weiter und so fort. Ja. Und das soll ja nicht sein. Na, aber also vielleicht bin ich da jetzt zu hart, aber ich habe das Gefühl, dass einige in der FIGU sind, die ähnliche Arbeit wie ich machen könnten oder eben Das so findest du überall auf der oder Welt. schreiben Natürlich. oder was auch immer. Natürlich. Oder? Und es nicht tun. Man findet auch Gross von den Menschen, das Gros von den Menschen ist sehr wegveranlagt, findet den Weg nicht, den Mut nicht, den Punkt nicht, wo sie vorwärts gehen und das leisten, was in ihnen eigentlich existiert, oder? Wo sie könnten machen, wo sie könnten Kraft aufwenden und etwas leisten damit. Und sie finden den Weg nicht, weil sie einfach initiativlos sind. Mhm. Ne? Ja. Und es ging besser voran auf der Welt, auch in den Figuinen ging es besser voran, wenn man würde die Hinteren führen nehmen, so wie wir sagen, oder? Die Hinteren führen nehmen, als sie anfangen zu laufen. Und wenn du ewig die Füße hindurch hast, statt dass sie vorwärts setzen tust, dann geht nichts. Da gibt es keinen Fortschritt und nichts. Ja. Also als Beispiel halt jetzt in Bezug auf die Friedensmeditation, das ist halt schon lange her, da waren es halt, ich glaube, 3.500 oder irgendwie so die Zahl, die Plejaden registriert hatten, die Friedensmeditation machen, und dann haben sie es halt, ich weiß nicht wie viele Jahre später, dann nochmal untersucht, und da war es ungefähr das 10-fache oder so. Ja. Aber das Ja, hat es sich ist jetzt einfach rund um die Welt herumgegangen, oder? Und es trägt ein bisschen Früchte. Ein bisschen, ja, oder? aber das hat sich in den Mitgliederzahlen überhaupt nicht Nein. wiedergespiegelt. Nein. Also waren ja, glaube ich, auch die Plejaden überrascht. Ja. Und so ist das eben jetzt, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber auch also in UFO-Kreisen bist du ja schon, auch in USA, egal weltweit, schon recht bekannt. Mhm. Und ich sprach da auch mit Jim Deletoso drüber. Aber es sind eben ganz, ganz wenige nur, die überhaupt sagen, ja, der Fall ist echt. Oder dann noch sich sogar dafür interessieren und anfangen, Dinge zu lesen. Das ist, und auch Wissenschaftler, die ja von dir wissen, mehr als uns, glaube ich, bewusst ist. Aber nie, von einem weiß ich es ja auch, dich nie kontaktiert haben und das also auch immer nur still daheim lesen und mit dem Wissen dann aber nie An die Öffentlichkeit gehen. Ja. Wo sie eben die Initiative fehlt, der Mut fehlt, es ist Angst da. Ja. Und die tut hemmen. Ja. Und dann kommt eben das, es wird geheim gehalten, was der Mensch wirklich denkt in sich hinein, was er fühlt in sich hinein, was seine Interessen sind und so weiter und so fort. Er behaltet es dann einfach für sich. Er schweigt nach außen. Es geht nicht an die Öffentlichkeit, oder?
und so weiter und so fort. Ja. Und das ist in der Regel aus lauter Angst. Ich bin der und der Mensch, oder, und ich kann mir das nicht leisten, denen zu sagen, was ich wirklich denke. Die schauen mich als Idiot an, oder Spinnwinden, oder weiss ich was, gehen Herren und so weiter und so fort. Und vor dem haben die Menschen Angst. Angst ist also der Ausdruck auch von dem, wo der Mensch dann nicht die Initiative kann aufbringen, um zu dem zu stehen, was in ihm gedanklich vorgeht. Was er wirklich denkt, für was er sich wirklich interessiert und was für ihn das und dieses und jenes ist. Ja. Ja. Also das macht's halt eben schwierig. Das macht die Sache umso schwieriger, als dass sie wirklich gesehen wird. Ja. Man weiss das, der Mensch weiss das, er ist eigentlich verbreitet, weltweit, oder, dass er das weiss, aber nur in einem kleinen Rahmen, oder, was wirklich ist, wo gross ist, das sieht man eigentlich nicht, hinter allem und jedem. Was diesbezüglich geht und läuft in den Menschen hinein. Du siehst es, wenn du unter den Menschen bist, oder, und da sagt einer irgendetwas und die anderen sagen, ja, das ist doch Quatsch, oder? Dann schweigt er nachher. Ja. Und sagt nichts mehr. Ja, wenn ich jetzt, also ich gehe jetzt auch nicht irgendwie bei der Arbeit oder so, fange ich dann auch nicht groß an zu erzählen, es sei denn. Ja, das muss man ja nicht, man soll ja dort reden, wo wie soll ich sagen, wo zum Beispiel eine Veranstaltung ist, oder? Soll man sagen, was ist? Oder wenn man in einer Diskussion ist, über irgendwelche Sachen so, dann kann man doch reden. Aber von sich aus einfach so in die Welt rausreden, das macht sich nicht gut. Mhm. Oder? Das ist wie eine Animation dann. Und das soll der Mensch nicht machen. Dann eine Animation ist eine Indoktrinierung. Oder? Das beruht auf einer Indoktrinierung. Animieren. Ja. Oder? Und das soll man nicht. Wenn das Gespräch drauf kommt, dann kann man reden darüber. Und sonst soll man das nicht machen. Ja. Oder? Ja, so halte ich's auch. Ja. Und das ist genau gleich, weißt? Da kommen Menschen drauf, die haben eine Religion. Man darf das nicht ansprechen. Mhm. Oder? Das ist ihre persönliche Angelegenheit, oder? Und die spricht man nicht an, wenn der betreffende Mensch das nicht selber fragt. Was denken Sie darüber? Ich denke das und dieses und jenes. Dann kannst du Antwort geben und dann kannst du deine Meinung sagen. Dann ist es keine Indoktrination. Dann ist es nicht ein Animieren. Ja. Sondern du sagst das, was du weißt, was du denkst und so weiter und so fort. Und wenn ein religiöser Mensch, ich kenne viele, die sind religiös, ich habe ein gutes Verhältnis mit denen. Es wird nur, die Religion wird nicht angesprochen. Es ist ihr Glaube. Oder? Ja.